Die Abkürzung ITIN steht für US Individual Taxpayer Identification Number und lässt sich kurz gefasst als deine persönliche Identifikationsnummer und US-Steuernummer im US-Steuersystem bezeichnen. Sie ist für alle erforderlich, die von der Social Security Administration, der US-Steuerbehörde IRS, eine US-Steuerzahlernummer benötigen und hilft Personen ohne Sozialversicherungsnummer, kurz SSN, eine US-Steuererklärung abzugeben. Dies sind vereinfacht alle nicht in den USA ansässigen Personen jeder Staatsbürgerschaft, die US-Mieteinkünfte, Einkünfte aus Beteiligung und zum Beispiel Veräußerungserlöse aus US-Immobilien haben und darauf Steuern bezahlen müssen oder auch eine Steuererstattung natürlich bekommen. Die Individual Taxpayer Identification Number, also die ITIN, hat genau das gleiche Format wie eine amerikanische Social. Das Format ist 3 Ziffern, also 912-34-54678 zum Beispiel. Also 3 Ziffern, 2 Ziffern, 5 Ziffern. Genauso wie eine SSN. So, jetzt hat die ITIN natürlich auch noch Vorteile, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen sprechen wir darüber. Wir hatten ja schon mehrfach zum Beispiel davon gesprochen, Konto in den USA eröffnen, Kreditkarte in den USA bekommen, hat möglicherweise Vorteile. Und dafür wird eben auch eine ITIN benötigt. Also nicht nur strikt, wenn man jetzt Steuern in den USA bezahlen muss, eine Steuererklärung einreichen muss, sondern eben auch, wenn man effektiv im US-Finanzsystem mit partizipieren will. Die Vorteile der ITIN sind also, dass du Konten bei allen US-Banken, Chase, Bank of America und so weiter, Citi, für dich selbst und auch dein Unternehmen eröffnen kannst. Du kannst zum Beispiel PayPal-Konten und PayPal-Geschäftskonten eröffnen. Andersrum gesagt, hast du eine US-Gesellschaft und willst dafür ein PayPal-Konto haben, brauchst du neben der EIN, das ist ja die Steuernummer für die Gesellschaft, die du ohnehin brauchst, auch eine ITIN für dich selbst. Ja, ganz wichtiger Punkt. Der Geschäftsführer braucht eine ITIN oder eben bei einer LLC der einzige Gesellschafter. Du kannst damit auch deinen Credit in den USA aufbauen und kannst somit eine gute Bonität erreichen. Ist vielleicht sinnvoll für dich, wenn du mal irgendwann in die USA umziehen möchtest, schon im Vorfeld anfangen willst, hier dir eine gute Bonität, einen sogenannten Credit Score aufzubauen. Denn du weißt, da ist relativ einfach, in den USA Darlehen zu bekommen, wenn du Credit hast. Schlechter Credit ist besser als kein Credit. Also jeder, der neu ankommt, dort hat zunächst mal ein Problem. Wäre ganz gut, wenn du einfach in den USA ankommst und dir sofort ein Auto kaufen kannst, weil du sofort ein Autoloan bekommst, zum Beispiel. Kannst mit der ITIN natürlich auch Handyvertrag abschließen und Quellensteuer bei zukünftigen US-Einkünften vermeiden, wobei das gilt nur eingeschränkt. Manchmal hilft dann die ITIN eben auch, die Steuererklärung einzureichen und die Steuer dann zurückzufordern. Im Internet kursieren ja oftmals solche Botschaften von wegen, dass jeder eine ITIN beantragen kann. Früher war das sicherlich auch mal so, aber mittlerweile ist es doch stark eingeschränkt worden, was einfach daran liegt, dass die ITIN eben sehr viele Vorteile hat. Und wenn jetzt jeder die beantragen könnte, wird natürlich sehr viele auch tatsächlich diese ITIN beantragen und die IRS hier mit Anträgen überschwemmen. Daher grundsätzlich gilt, du kannst die ITIN nur beantragen, wenn du eine US-Steuererklärung einreichst. Das heißt, im Endeffekt wird die ITIN sogar auch immer erst dann beantragt, wenn du die Steuererklärung in den USA einreichst. Ja, das heißt, du reichst die Steuererklärung ein, deine erste, zum Beispiel du hast ein Haus gekauft, das Mieteinnahmen, fügst neben der Steuererklärung auch den ITIN-Antrag bei, musst dann noch die Identität verifizieren und so weiter und so fort, da kommen wir gleich dazu. Und erst dann bekommst du diese Steuernummer. Aber eben zu jeder Regel gibt es auch Ausnahmen und ein kleiner Personenkreis kann die ITIN auch bekommen, ohne eine Steuererklärung einzureichen. Also auch wenn du unterjährig dann entsprechend die ITIN beantragen willst, ist einem kleinen Personenkreis dies möglich. Dazu zählen Personen, die im akademischen Lehrbetrieb der USA tätig sind und von Seiten der Universität Vergütungen erhalten.
Zweitens, Personen, die vor Ort in den USA temporäre Tätigkeiten verrichten, zum Beispiel Montage, aber aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens dafür aus den USA bezahlte Honorare nicht in den USA versteuern müssen. Das gibt es. Personen, die eine US-Immobilie besitzen und eine US-Mortgage, also eine Finanzierung haben. Der Besitz einer Immobilie alleine reicht nicht aus, um die ITIN unterjährig zu bekommen. Natürlich mit der Steuererklärung, wo du deine Mieteinkünfte erklärst, schon. Vierter Grund, Personen, die eine US-Immobilie besitzen und diese über Dritte vermieten, zum Beispiel Airbnb. Die direkte Vermietung reicht nicht aus, um vorab die ITIN zu erhalten. Vermieter einer US-Immobilie würden aber bei der Einreichung der US-Steuererklärung natürlich die ITIN dann beantragen. Fünfter Personenkreis, fünfte Ausnahmen, Personen, die in Las Vegas oder irgendwo anders in den USA Glücksspielgewinne erzielt haben. Und dann außerdem noch Personen, die unterjährig Kapitalerträge in den USA ausbezahlt bekommen. Ebenfalls berechtigt zur Beantragung einer ITIN unabhängig von der Einreichung einer Steuererklärung, das heißt, kannst du jederzeit beantragen, muss ich auf die Steuererklärung warten, sind Gesellschafter einer LLC, Direktoren oder Gesellschafter einer C-Corporation und Personen, die an einer US Limited Partnership beteiligt sind. Wer also eine LLC in den USA hat oder eine US Corporation, der kann eine ITIN bekommen. Solltest du weder in den USA steuerpflichtig sein, noch die Voraussetzungen für eine der Ausnahmeregelungen erfüllen, ist es natürlich zunächst um deinen Wunsch nach einer ITIN schlecht bestellt. Das Einfachste wäre, wenn du einfach eine LLC oder eine Corporation gründest, dann kannst du ja den normalen Weg gehen und die ITIN beantragen, auch unabhängig von der Steuererklärung. Wir haben auch noch einen anderen, einfachen Weg gefunden, wo du also keine Gesellschaft gründen musst. Erklären wir dir gerne, wie das auf Anfrage funktioniert. Wie wird jetzt die persönliche Steuernummer beantragt? Wie wir jetzt hier schon gesehen haben, gibt es viele Szenarien, unter denen man eine US-Steuernummer beantragen kann. Das heißt, die Dokumente, die man eigentlich bei den Behörden einreicht, hängen stark davon ab, ob man jetzt die Steuererklärung einreicht oder eine der Ausnahmebedingungen erfüllt. Falls du zu einer entsprechenden Abgabe verpflichtet bist, der Steuererklärung, musst du die US-Steuererklärung ausfüllen und bei der entsprechenden US-Finanzbehörde einreichen. Wir erstellen natürlich gerne die Steuererklärung für dich. Der ITIN-Antrag muss dann beigefügt werden. Natürlich auch, wenn du jetzt andere Dokumente vorlegen musst, weil zum Beispiel Eigentümer einer LLC bist oder einer Corporation, können wir diese Dokumente ebenfalls für dich erstellen. So, jetzt kommt was ganz Wichtiges, sehr wichtig, was die meisten nicht verstehen, nicht wissen, nicht kennen. Der Identitätsnachweis. Auf schockierende Weise altertümlich und der Zeit hinterher hat die IRS den Ablauf zum Nachweis deiner Identität geregelt, den jeder ITIN-Antragsteller mit Steuererklärung oder ohne durchlaufen muss. Du hast folgende Option. Du kannst deinen Pass im Original an die IRS senden. Ich rate dir strikt davon ab. Die IRS schickt ihn nie wieder zurück, schmeißt ihn wahrscheinlich einfach irgendwo in die Tonne. Und die ITIN bekommst du auch nicht. Du kannst deinen Pass von der Behörde, welche ihn ausgestellt hat, und nur von dieser, also nur die Behörde, die ihn ausgestellt hat. Wenn also irgendeine Botschaft in einem Land, wo du mal gelebt hast vor 10 Jahren, deinen Pass ausgestellt hat, musst du in diese Botschaft zurück und ihn dort beglaubigen lassen. Also nur die Stelle, die ihn ausgestellt hat, kann ihn beglaubigen. Oder du gehst zu einem IRS Acceptance Agent in deiner Nähe. Das sind Personen, die einen Vertrag haben mit der IRS und die berechtigt sind, deine Identität zu prüfen. Zunächst mal sind es die Big Four Großkanzleien, also PwC, Deloitte, Ernst & Young und KPMG. Kannst auf deren Webseite gehen, kannst dort anrufen, einen Termin ausmachen. Du musst persönlich erscheinen. Du musst deine Steuererklärung mitbringen, deine ausgefüllte. Du musst das Formular für den Identitätsnachweis bzw. den Antrag für die ITIN mitbringen. Die reichen das dann gemeinsam ein. So, es gibt natürlich auch noch andere IRS Acceptance Agents. Da gibt es eine Webseite von der IRS. Link packen wir hier rein. Da kannst du dir das Ganze mal anschauen.
Problem ist, dass du dort immer persönlich erscheinen musst oder aber wenigstens deinen Pass im Original hinsenden musst. Wir haben jetzt nach langem Suchen einen IRS Acceptance Agent gefunden, der auch Dokumente per E-Mail akzeptiert. Ja, das heißt, dort wird deine Steuererklärung, die wir natürlich gerne für dich machen können, der ITIN-Antrag, den wir natürlich auch gerne für dich ausfüllen, und eine einfache Passkopie per E-Mail hingeschickt. Und dann verifiziert der Acceptance Agent deine Identität und reicht dann den ganzen Stoß bei der IRS ein. Wie lange dauert ungefähr der Antrag für so eine Steuernummer? Die IRS sagt 4 bis 12 Wochen. Realistischerweise würde ich sagen 6 Monate. Ja, es ist also sehr lang. Wenn du die ITIN benötigst, würde ich mich so schnell du kannst darum kümmern. Es sind wirklich lange Wartezeiten zu beachten und man kann relativ wenig dagegen machen. Das heißt, man kann eigentlich gar nichts dagegen machen, denn die IRS ist stark ausgelastet, hat zu wenig Personal. Und natürlich werden diese ITINs nicht mit der höchsten Priorität behandelt. Wenn du eine ITIN benötigst, wie gesagt, wir können es für dich erledigen. Den Link, wie du diese direkt bei uns bestellen kannst, diese Dienstleistung, fügen wir hier unten bei. Solltest du weitere Fragen haben oder auch Beratung benötigen, die darüber hinausgeht, empfehle ich dir, ein Beratungsgespräch mit uns zu buchen. Link findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.